Als ich noch ein kleines Kind war, hing im Haus meines Großvaters ein Gemälde, das mich sehr fasziniert hat. Es war das Gemälde von einem jungen Mann, der einen ernsten Gesichtsausdruck hatte und der eine Art Mütze auf dem Kopf trug. Als ich älter wurde, erfuhr ich schließlich, wer die Person auf dem Gemälde war. Es war der Bruder meines Großvaters, also mein Großonkel, der während des Zweiten Weltkriegs zum Jagdflieger ausgebildet wurde und der im Sommer 1942 über Frankreich ums Leben kam. Es gibt nicht viele Informationen über die Art und Weise, wie er ums Leben kam. In der Verlustmeldung, also der Nachricht von der Front über den Tod eines Soldaten, ist nur von einem Unfall auf einem Flugplatz in Westfrankreich die Rede. Was darüber hinaus seinen Angehörigen berichtet wurde, ist unbekannt. Mir und meinen Geschwistern wurde jedenfalls erzählt, dass es sich um Sabotage durch den französischen Widerstand gehandelt habe und dass er kurz nach dem Start abgestürzt sei. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, weiß ich natürlich nicht. Zu einem gewissen Grad bezweifle ich auch die französische Widerstandshypothese, wenn diese von Staatsseite entsprang. Schließlich hatte das Dritte Reich ein Interesse daran, ein gewisses Feindbild zu schüren, das den Kampfgeist der eigenen Bevölkerung bestärken würde. Außerdem, die Messerschmitt Bf 109, die Maschine, die mein Großonkel an dem Tag vermutlich flog, war kein einfach zu fliegendes Flugzeug, insbesondere beim Start, und Unfälle ohne Fremdeinwirkung waren keine Seltenheit. Und obwohl ich ein Luftfahrtenthusiast bin und gerne im Detail erfahren würde, wie mein Großonkel ums Leben kam, gibt es eine Frage, die für mich sehr viel wichtiger ist. Ich würde gerne wissen, warum er gekämpft hat. Nun, naive Menschen können diese Frage aus dem Stegreif beantworten. Er war ein Nazi und damit ist alles gesagt. Menschen, die dagegen ihren gottgegebenen Verstand benutzen, haben eine sehr viel differenziertere Sicht auf die Geschichte. Sie wissen zwar, dass ein großer Teil der damaligen Generation tatsächlich einer nationalsozialistischen Gehirnwäsche unterzogen worden war, aber sie wissen auch, dass nicht wenige Soldaten, Offiziere und sogar Generäle gegen die Richtung waren, die das Dritte Reich eingeschlagen hatte. Sie wissen auch, dass nicht wenige Soldaten, Offiziere und sogar Generäle glaubten, dass ihr Land angegriffen worden war und dass sie ihre Familien verteidigen müssten. Und sie wissen auch, dass nicht wenige Soldaten, Offiziere und sogar Generäle sich verständlicherweise schwer taten mit dem Gedanken, wegen Dienstverweigerung, also der Weigerung am Krieg teilzunehmen, an die Wand gestellt und erschossen zu werden. Warum also war der Bruder meines Großvaters bereit zu kämpfen? Warum war er bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen? Ich glaube, dass die Antworten auf Fragen wie diese wichtiger sind, als vielen Menschen heute bewusst ist. Man kann für die falsche Sache kämpfen mit guten und richtigen Absichten. Und die Absichten zählen, sogar vor weltlichen Gerichtssystemen. Man kann aber auf der anderen Seite auch für die richtige Sache kämpfen, mit völlig falschen Absichten. Und die Absichten zählen ebenfalls, diesmal in die andere Richtung. Angesichts der bevorstehenden Neuwahlen hier in Deutschland, bei denen, wie es scheint, unsere Gesellschaft wieder einmal einen deutlichen Ruck nach rechts machen wird, dank der Unfähigkeit der etablierten Parteien, denke ich, dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, warum wir kämpfen. Lassen Sie es mich persönlich machen. Warum kämpfen Sie? Wofür kämpfen Sie? Kämpfen Sie für strengere Einwanderungsgesetze, für Remigration, für rigorose Abschiebung von den Migranten, die sich hier nicht integrieren wollen und die sich offensichtlich nicht benehmen können? Von Migranten, die beispielsweise Ehrenmorde begehen, weil jemand in ihrer Familie die Freiheiten nutzt, die unser Land seinen Bürgern zuspricht? Von Migranten, die keinen Respekt vor unseren Gesetzen und deren Vertretern haben, diese verhöhnen, angreifen und sogar umbringen? Von Migranten, die keinen Respekt vor Frauen haben und deren Freiheit Nein zu sagen? Von Migranten, die dafür verantwortlich sind, dass wir in Brennpunktsvierteln Stacheldraht um unsere Freibäder ziehen müssen, damit Leute, insbesondere Frauen, ihre Freiheiten sicher genießen können? Von Migranten, die nicht nur auf Erwachsene, sondern sogar auf wehrlose Kleinkinder einstechen und diese umbringen?
Von Migranten, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Supermärkte Messer aus dem Sortiment nehmen, um ihnen keine potenziellen Mordwaffen zur Verfügung zu stellen. Von Migranten, die dafür verantwortlich sind, dass man mittlerweile an Bahnhöfen hinter sich schauen sollte, um nicht von jemand Wildfremden auf die Gleise gestoßen zu werden. Von Migranten, die verantwortlich dafür sind, dass wir unsere Weihnachtsmärkte massiv absperren müssen, damit nicht ein Wahnsinniger nach dem nächsten wahllos Menschen überfährt. Von Migranten, die verantwortlich dafür sind, dass wir Feste und Feierlichkeiten aus Sorge um Terroranschläge sogar absagen müssen. Wenn all diese Einzelfälle, wie unsere Offiziellen diese immer und immer und immer wieder bezeichnen, sie mittlerweile einfach nur noch anwidern und sie für rigorose Abschiebung und Nulltoleranz mit solchen Migranten kämpfen, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich selbst habe seit über 10 Jahren kein Verständnis mehr für die Immigrationspolitik von Deutschland und bin der Auffassung, dass Politiker wie Frau Merkel, die die berechtigten Bedenken der Mitbürger einfach ignoriert haben, sich vor Gericht verantworten müssten. Ich verstehe sie also durchaus. Aber wenn wir unseren Fokus von denen auf sie richten, was wäre ihre Lösung? Was wäre ihr Ziel? Zurück zu Prä-2014 Umständen, zurück zu vor der Flutung unseres Landes mit Menschen, die uns und unsere Lebensweise zumindest teilweise verachten? Wir sollten uns eines bewusst machen. Selbst wenn das möglich wäre, die Lösung unserer Probleme wäre dies keineswegs. Wir haben genug andere Probleme in unserem Land, mit denen die Migranten nichts zu tun haben. Lassen Sie mich auf die Schnelle nur 3 Beispiele von vielen aufzählen. Nummer 1. Zunehmende Radikalisierung des Feminismus. Dass Frauen nicht nur die Rechte gegeben werden sollen, die sie ohnehin haben sollten, sondern dass Frauen ermutigt werden, Männer als Feinde, als Konkurrenten zu sehen und nicht als Partner in einer Kooperation, in der beide Parteien ihre Stärken einbringen können. Frauen explizit oder implizit zu vermitteln. Karriere ist wichtiger und wertvoller als das essentielle, unabdingbare Mitglied einer gesunden Familie und somit einer gesunden Gesellschaft zu sein. Nummer 2. Frühsexualisierung unserer Kinder. Der absolut verstörende Trend in den letzten Jahrzehnten, Kinder früher und früher zu sexualisieren. Was mittlerweile noch nicht einmal mehr vor Kitas und Fernsehprogrammen für Kleinkinder im öffentlich-rechtlichen Halt macht. Was unweigerlich die Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass Kinder in diesem Bereich ihres Lebens zerbrochen aufwachsen und Probleme haben werden, gesunde und langlebige Beziehungen einzugehen. Und Nummer 3, die fortschreitende Normalisierung und Akzeptanz vom Mord am ungeborenen Leben. Früher undenkbar und hart bestraft, wird heute das Recht der Frau zu entscheiden, ob das eigene Kind leben darf oder sterben soll, mehr und mehr als Fortschritt gefeiert. In den letzten 10 Jahren wurden in Deutschland jedes Jahr ca. 100.000 Kinder im Mutterleib ermordet. Die absolut überwiegende Mehrheit davon ohne medizinischen oder kriminellen Hintergrund. Nur 3 Beispiele. Wir könnten hier viele weitere verstörende Trends in Deutschland aufzeigen. Ich habe diese 3 ausgewählt, weil ich denke, dass sie irgendetwas damit zu tun haben könnten, weshalb man uns heute einzureden versucht, Fachkräftemangel. Ohne Migration geht es nicht. Wenn Sie also das Ziel haben, beziehungsweise gehen wir zurück auf das Wir, wenn wir also zum Ziel haben, genau dahin zurückzukehren, das heißt zu all diesen zerstörerischen Entwicklungen in Deutschland, nur ohne das Problem der Immigration, dann haben wir im Großen und Ganzen nichts erreicht. Und wir haben im Großen und Ganzen auch nicht verstanden, wie tief wir in unserer Gesellschaft gefallen sind. Selbst die Institution der Kirche, die, wie Bonhoeffer das früher gesagt hat, das moralische Gewissen des Staates sein sollte, hat ihr eigenes Fundament, das Wort Gottes, eingerissen und folgt mittlerweile zu einem Großteil dem dämonischen Zeitgeist in Richtung Abgrund. Nur halt wie ein Echo, ein bisschen später. Von Natur aus bin ich ein eher pessimistisch oder sagen wir besser realistisch veranlagter Mensch
und sollte entsprechend keine Hoffnung mehr für unser Land haben, ohne ein Blutbad oder sogar einen Bürgerkrieg aus unserer heutigen Situation herauszukommen. Aber ich möchte daran glauben, dass wir als Menschheit, was uns Deutsche mit einschließt, doch die Fähigkeit besitzen, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen zu können. Mehr zu diesem Glauben, mehr zu dieser Hoffnung im zweiten Teil dieser Präsentation.